Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Mein Name ist Janne. Ich bin Sebastian. Und wir zeigen euch heute unsere Top 12 Füller. Ich habe nur 2, Papa hat ein paar mehr. Also 10. Ja. Und ja, Seid gespannt, wir sehen uns am Tisch. ganz viel Spaß. Dann will ich euch mal die 2 Füller zeigen, die Janne sich ausgesucht hat für das Jahr 2022 als ihre Top-Füller. Also mit denen sie am meisten geschrieben hat. Sie hat 5 Füller, hattest du, glaube ich, ne? Was hattest du? Ja, ich habe, glaube ich, irgendwie jetzt was mit 12 oder so. 12 Füller. Davon hat sie 2 definitiv immer betankt und die will sie euch jetzt zeigen. Die anderen sind jetzt quasi leer geschrieben. Und entscheiden konnte sie sich da auch nicht, oder? Ist so richtig? Deswegen hast du die 2 Füller genommen? Ja, also wirklich Favoriten sind nur die beiden. Okay, mit welchem fangen wir an? Sag mal. Also Platz 2 ist der andere, ja. Dieser hier. Das ist der Platz 2. Das ist ein Narwal und zwar in der Demonstrator-Edition mit Roségold. Den gibt es nur exklusiv bei Garland Leather im Shop zu kaufen. Der war zwischenzeitlich ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob es den wieder gibt. Janne hat den bei einer Instagram-Verlosung gewonnen. Und das ist Nummer 2 bei dir. Ne? Gucken wir uns den nochmal an. Das Schöne ist, dass der komplett durchsichtig ist und man schön gucken kann, wie viel Tinte drin ist, wie der ganze Mechanismus funktioniert mit dem Kolben. Ne? Dass man hier dann auch vorne das sieht. Und das ist eine M-Feder gewesen, ne? Ich glaube, ja, es steht, glaube ich, an der Seite unten irgendwo. Nee, ist nicht zu sehen, aber dürfte ein M-Feder sein, das hatten wir schon mal getestet, ne? Das ist auch schön das Narwal-Logo drauf, hier mit dem kleinen Narwal. Und da zeige ich euch noch mal schnell eine kleine Probe. Platz 2. Achso, hätte ich ja deinen Namen rüberschreiben können, ne? Ist der Narwal. Habe ich das jetzt falsch geschrieben? Ich habe auch überlegt, es wird mit einem H, Da kommt das A und das H. So. Die Firma wurde zwischendurch umbenannt jetzt. Das heißt jetzt Narvalo. Ist auch egal. Ich fand den Namen schöner, den alten. Weiß nicht, warum das jetzt umbenannt werden musste unbedingt. Das mit dem Narwal fand ich eigentlich recht passend. Ja, keine Ahnung. In meinen Augen bestand da kein Bedarf zu. Demonstrator, und zwar ist das eine M-Feder und hier ist das die Garland Leather Limited Edition in Roségold. Kannst ja mein Schriftbild mal daneben legen. Dein Schriftbild? Aber du musst oben abknicken. Ich knick das oben ab. Sieht man ja schon die Nummer. Janne hat noch mal kurz geschrieben. Kann man das sehen? Ja. Ist wieder so hell hier. Ich nehme mal kurz Weißabgleich raus. Jetzt sieht man es besser. Das ist Janne und das bin ich. Und sehe gerade, meins könnt ihr gar nicht sehen, weil es zu weit weg ist. Ah, was ist runtergefallen? Die Packung. Okay, ein Glück, es war kein Füller. Oh. So, jetzt seht ihr meins auch. Mache ich wieder Weißabgleich rein. Zack. Ansonsten haben wir nämlich immer Geflacker und Gefunkel hier und das Papier blendet so doll. Das ist immer schwierig. So, das war Platz. Hast du den? Ich finde ihn super. Schreibt sich echt toll. Nummer 1. Keine Überraschung, würde ich sagen. Für jeden, der mich Für jeden, der aufpasst. Da ist er. Platz Nummer 1. Old but Gold.
Ein Twisby, Quatsch, jetzt bin ich schon auf Ein Preppy. Ein Platinum Preppy. Das ist Jannes Alltagsfüller in einer 0,5er Stärke. Kann man das sehen? Ja, 0,5, also was eine M-Feder entspricht. Das Schöne am Preppy, der ist allzeit bereit durch dieses Abschlusssystem, was hier jetzt quasi so, sieht man, wenn man den Füller hier so reinsteckt, sieht man hier dieses Sleeve-System oder Siegelsystem, dass der Füller abgedichtet wird durch diese kleine Plastikkappe, die hier im Inneren drin ist, mit der Feder. Und dadurch ist der Füller quasi immer schreibbereit. Aber das haben wir jetzt ja auch schon Das haben oft erklärt. Deswegen. öfter mal erklärt, genau, aber ist wirklich so. Ne? Ein halbes Jahr hinlegen und der schreibt trotzdem. Läuft es da raus, das Tinte am Finger? Nee, das war ich vorhin. Ich habe ein bisschen rumgeklärt. Platz 1. Und zwar ist das der Platinum Preppy in Federstärke M mit 0,5. Also wirklich, ich würde mir meine komplette Federtasche nur mit denen voll ballern. Wirklich, die sind toll. Liebe die. Ja. Und man sieht auch schon, der hat zwar noch nicht gelitten, aber so ein paar Kratzer sind hier schon drauf. Und Nö, das ist nur Dreck, Papa. nee, das ist schon Mikrokratzer. Aber ist völlig normal, das ist alles gut. So muss der sein. Na gut, ein klein bisschen hast du ihn gerettet. Frisch aus der Federtasche geholt. So. Top 1, Top 2 von Janne. Das meins Schriftdings noch zeigen. Ja, genau. Du hattest ja hier oben auch schon mal was vorbereitet. Weil bei mir sieht das ja meistens noch ein bisschen anders aus. Jetzt können wir euch auch die Schrift von Janne noch mal zeigen, wie der Preppy mit links geschrieben aussieht. Janne mag heute nicht schreiben, die hat keine Lust. Sie hat eine Ausrede, die darf ich euch aber nicht sagen. Ja, das will ich sagen. Deine Nägel sind nicht gemacht. So. So. Ja, dann wollen wir mal zu meiner Top 10 kommen. Ich denke mal, schon ein oder andere gespannt drauf. Wieso? Wofür? Wieso, wofür? Die Leute sehen noch gar nicht, was ich gemacht habe. Da kannst du doch nicht fragen, wieso, wofür. Du hast es doch voll durchs Bild gemacht, oder nicht? Nein, habe ich nicht, weil einige Füller sind nicht beschriftet, betintet. Beschriftet. Und zwar Platz Nummer 10. Ein Vintage-Füller. Ein Parker Sonett mit einer Goldfeder. Ich schreibe den unheimlich gerne, habe den Anfang des Jahres ganz, ganz oft benutzt. Hier sieht man nochmal schön die Feder. Halt, wo bin ich? Da. Jetzt flackert das schon wieder so doll. Warum? Macht irgendeine Lampe hier Quatsch? Eigentlich nicht. Aber irgendwie haben wir das immer, wenn wir das so machen. Ne? Ich glaube, jetzt ist etwas besser. Mit einer 18 Karat Goldfeder, die sehr, sehr schön schreibt. Und ich habe den Füller sauber gemacht, weil ich genug andere Füller gerade habe. Deswegen würde ich euch den jetzt nur mal kurz eindippen und euch den mal im Schriftbild zeigen wollen, weil den haben wir auch noch gar nicht wirklich reviewed. Also es sind einige Füller bei, die wir noch nicht reviewed haben, weil wir einfach noch nicht dazu gekommen sind. So. Und dann Platz 10. Ein Parker. Wie wird denn das jetzt geschrieben? Mit Doppel-N? Ja. Also Sonnet wird das auch, glaube ich, gerade ausgesprochen. In Federstärke M. Ich schreibe mal dahinter noch Vintage. Weil die neuen davon mag ich nämlich auch nicht. Da sind die Federn nicht mehr so schön. So wie diese. Die sind nicht so schön weich wie diese hier. Der ist aus 2004 und das war so ein, ich glaube, die letzten Generationen, wo die Federn noch so toll waren. Schreibt sich sehr gut. Mag ich. Gibt es ein Review zu? Ich weiß nur noch nicht wann. Irgendwann vielleicht sogar also nächstes Jahr. Dieses Jahr nicht mehr, definitiv. So. Dann habe ich den Platz Nummer 9. Ein Füller, der es quasi von 0 auf 100 direkt in die Top 10 geschafft hat, weil ich den noch gar nicht so lange habe. Den habe ich seit Oktober. Und zwar ist das ein Lamy 2000
in Federstärke F. Den habe ich jetzt quasi im Alltag benutzt die ganze Zeit. Ist ein alter Füller, noch mit dem L hinten drauf von Lamy. Noch West Germany Herstellung. Mag ich sehr. Hier habe ich das Rohrer und Klingner Gelb-Gold. Gelb-Grün, Gelb, Gold-Grün. Wie heißt das? Goldgrün. Ich glaube Goldgelb. Goldgelb. Platz Nummer 9. Der Lamy 2000. Ich glaube, der darf auch in keiner Sammlung fehlen. Also hier in der Federstärke F mag ich vom Schriftbild her sehr, weil das doch eher wie eine M-Feder schreibt. Und der schreibt auch richtig schön weich und soft. Mag ich. Sehr, sehr schön. Kann ich auch wieder Vintage hinterschreiben. Weil der ist schon etwas älter. Hier oben habe ich es vergessen, noch mit dem Strich. Kein Problem. Ja, ein Lamy 2000. Kommt auch ein Review drüber. Einige Füller, die wir noch nicht reviewt haben. Jetzt kommt ein Füller, den wir schon mal gezeigt haben. Platz Nummer 8. Und Platz Nummer 8 ist ein Pilot Capless. Den haben wir euch schon mal gezeigt im Review. Brauche ich euch nicht mehr viel zu erzählen. Ist das Kugelschreibersystem, ne? Oder das Rausklicksystem. Mag ich total. Ist ein Füller, den man ganz schnell mal zur Hand hat und mitschreiben kann. Schreibt sich auch wunderbar. Hier habe ich einfach die Schwarz-Blau-Patrone drin, die es von Pilot gibt. Und mit der Farbe schreibe ich auch sehr gerne. Weil wenn die trocken ist, sieht die auch richtig cool aus auf dem Papier. Und der hat eine M-Feder. Und ich mag das Geräusch. Also ein schönes Geräusch. Und jeder denkt, das ist ein Kugelschreiber und man schreibt dann doch mit Füller. Das ist nur eine Überraschung für die Leute, die das nicht kennen. Gibt ja einige. So. Ein schwarzer Füller wieder. Platz 7. Die einen oder anderen werden ihn schon erkannt haben. Ich habe ihn extra von der Seite gezeigt, weil auf der anderen Seite der Kappe steht nämlich schon drauf, was es ist. Ein Faber-Castell. Das ist der Emotion All Black. Komplett aus Aluminium, Metall. Aluminium dürfte das sein. Mit einem schön gefederten Clip. Habe ich auch noch kein Review zugemacht. Kommt auch. Also das ist eine, wie gesagt, es sind so viele Füller, die wir noch nicht gezeigt haben. Mit einer normalen Stahlfeder, Federstärke M, und ist ein Patronenfüller. Habe ich eine Patrone drin. Keine Sorge, ist kein Königsblau, nicht erschrecken, ihr könnt dranbleiben. Platz Nummer 7. Hier habe ich ein schönes Atlantikblau drin von Seitz-Kreuznach. Als der Abverkauf war, habe ich mich dann mit ein paar Patronen eingedeckt. Und das ist jetzt eine Farbe davon. Oder eine Patrone davon. Gibt es den Shop denn jetzt noch? Den gibt es leider nicht mehr. Faber-Castell. Achso, jetzt habe ich vergessen, welches Modell. Aber Federstärke M könnt ihr schon mal lesen. Und zwar ist das der Emotion. Den gibt es auch noch in Holz. Ich mag den mit Metall lieber, weil der ist richtig schön dick und fett in der Hand. Also der wiegt anständig was. Man merkt, dass der aus Metall ist, und ich mag auch dieses, es ist geoschiert, eingegläsertes Schaftstück hier hinten. Fetzt total. Pure. Ich quatsch schon wieder so viel und weiß nicht mehr, was ich schreiben will. Jetzt kann es keiner mehr lesen. Ich schreibe es einfach darunter. Janne schmunzelt einfach nur. Ja, du brauchst doch heute nicht schreiben. Ja. Ja, Frechdachs. So, nochmal abschließend. Der Faber-Castell Emotion Pure Black. Kostet, glaube ich, 160 €. Aber auch nicht günstig, aber eine gute Investition. Und die Stahlfeder ist wirklich toll. Apropos Stahlfeder, Platz 6 ist auch ein Füller mit Stahlfeder. Und zwar ein etwas bunterer.
ein Leonardo Momento Zero Hawaii. Den habe ich einem anderen YouTuber abgekauft, Big G. Bin ich sehr froh darüber, dass er mir den abgetreten hat, weil ich hatte den mal zum Probieren und wollte den nicht mehr zurückschicken, weil ich mich in die Feder verliebt habe, weil er so schön schreibt. Das ist hier eine B-Feder und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so gerne mit B-Feder geschrieben, aber der Füller hat mich überzeugt, dann doch öfter mal eine B-Feder zu probieren. Und das werdet ihr gleich sehen. Halt, achso, da, den habe ich auch sauber gemacht. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Dippe ich mal schnell. Platz 6. Ein Leonardo Momento Zero. Passt das noch rauf? Was sagst du, Janne? Passt drauf. Ja. Mit Federstärke B. Und hier habe ich dann auch festgestellt, dass B gar nicht so weit weg ist von der Federstärke M, die ich eigentlich immer präferiert habe. Und habe den dann auch lieben gelernt. Und deshalb wollte ich ihn auch nicht wieder zurückschicken. Und die Stahlfeder ist wirklich echt, die leitet so schön sanft, mit ganz wenig Feedback. Also ich glaube hier, wer hier die Goldfeder kauft, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, nicht unbedingt machen. Der ist echt toll. Gibt ein Review zu, den haben wir auch noch nicht vorgestellt. Ein sehr, sehr schöner und farbiger Füller. Der fällt auch auf und er leuchtet so schön. Dann haben wir auch wieder einen Leuchtefix-Füller. Wenn wir schon beim Leuchten sind. Ein italienischer Füller, wir bleiben also in Italien. Ein Visconti. Ein Visconti Wall Street. Den habe ich mir auch erst dieses Jahr gekauft. Fand ich total schön. Hatte ich schon länger nachgesucht. Konnte da einen guten Schnapper machen und habe mir den dann zugelegt. Der soll die Wolkenkratzer in New York, New York? Doch, an der Wall Street, soll er darstellen durch das laminierte Zelluloid. Gibt einen alten Parker-Füller, der ähnlich aussah und das ist quasi die Hommage daran. Ein Füller zum Drehen, ist eckig und hat eine schöne große Visconti-Feder. Auch hier wieder M. Schreibt sich auch total toll. Platz Nummer 5. Ist ein Visconti Wall Street. Mag ich. Ist ein Konverter und der Konverter ist wie beim Leonardo. Hinten lose, müsste man sich vielleicht ein bisschen abkleben oder so. Ich mache es mal ans Mikrofon. Könnt ihr das hören? Der schlägt ein ganz klein wenig an die Innenwand vom Schaft. Also klappert ein klein wenig, genau wie der Leonardo Momento Zero. Hier ist es sogar lauter. Das ist der Konverter, der innen gegen die Innenwand schlägt. Aber mein Gott, da macht man ein bisschen Tesa rum und dann ist gut. So, Platz Nummer 4. Ein Füller, den ich mir selber geschenkt habe, sage ich mal. Zum Beginn der YouTube-Karriere quasi. Ein kleiner Meilenstein für mich. Ein Erinnerungsstück, ein Hahnemühle Bolt. Haben wir auch noch nicht gezeigt. Den habe ich mir auch gravieren lassen. Steht jetzt Federstiel drauf. Kann man das sehen? Oh, schwierig. Du hast immer gesagt, ich bin der Tintenklecks. Jetzt hast du mich einfach nicht auf deinen Meilenstein-Füller gemacht. Hat nicht raufgepasst. Ich durfte nur bestimmte Schrift. Ja, ich glaube auch. Ich bin enttäuscht. Nur bestimmte Schrift, also begrenzte Punkte, nee, wie heißt das? Begrenzte Buchstabenanzahl, genau. Den mag ich auch sehr. Ist ein schöner, schwerer Edelstahlfüller mit einer tollen Goldfeder, mit einem Hahnemühle-Logo drauf auf der Feder. So ein kleiner Gockel von der Hahnemühle ist dabei. Schreibt sich sehr schön. Auch Federstärke M
Ja, ihr merkt, ne? M ist hier bei uns oder bei mir, Ich schreibe ja auch am liebsten mit M-Feder. ist bei mir die am meist verwendetste Feder, die ich habe. Aber ich probiere auch gerne feinere Federn aus und ich bin auch inzwischen schon bei B und auch gerne mal bei Doppel B. Wobei diese breiten Federn, die sind echt, da muss ich wirklich riesig für schreiben. Ich mache mir Ja, da was jetzt für ein bisschen Unterschrift. Sorgen um das Tintenfass. Brauchst du nicht, das steht stabil. So, ein Hahnemühle. Ich helfe nicht wieder beim Saubermachen. Nee, brauchst du auch nicht. Du hast beim letzten Mal genug gemacht. Hahnemühle Bult in Federstärke M. Also die Kappe ist, glaube ich, fast schwerer als der Füller selber. Ist echt ein schöner Füller, der hat mir sehr gut gefallen. Freue ich mich, dass ich den habe. Dürfte bestimmt auch bald in einem Review dieses, nein, warum sage ich immer dieses Jahr? Das Jahr ist bald zu Ende. Wir machen das nächstes Jahr. Und wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir das Jahr drauf. Also ihr müsst dranbleiben, wenn ihr den sehen wollt. Das war Platz Nummer 4. Und jetzt mache ich auch extra nochmal drehe ich das Blatt um für Platz Nummer 3 bis 1. So, jetzt war es echt schwierig, wie ich es mache. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich die Reihenfolge ist, die ich euch jetzt so zeige. Aber ich lasse es jetzt so. Es war entschieden, ich mache es so. Ein Vintage-Füller. Ein Schäfer 956 in Opalit. Opalit deshalb, weil das wie der Edelstahl. Edelstahl. Wie der Edelstein. Aber Opalit ist ja gar kein echter Edelstein. Also ein Halbedelstein. Das ist ja nur ein Glas. Ein Halbedelstein oder so. Das ist kein Halbedelstein. Das ist Was Glas. auch immer, es soll aussehen, das Zelluloid, was hier verarbeitet wurde, Das sieht auch nicht so wie Opalit. Ich finde, das sieht viel schöner aus als Opalit in echt. Das ist nämlich einer meiner Lieblingsfüller. Du wirst auch gleich sehen, warum. Aber das sieht doch viel mehr aus wie Labradorit, Mann. Nein, nein, nein. Doch. Ich finde schon. So, wie gesagt, ein Zelluloid-Füller. Merkt man auch, der wurde schön auf der Drechselbank irgendwie gemacht. Da sind so viele Unebenheiten drin hinten im Schaft. Total cool. Und als ich den dann das erste Mal geschrieben habe, bin ich quasi aus den Socken gefallen. Außer Latschen gekippt. Außer Latschen gekippt. Guckt euch mal diese schöne Feder an. Da hat sich mal einer richtig Mühe gegeben. Ist ein bisschen Tinte dran, aber sollte nicht stören. Vorne ist das silberig und hinten ist das Gold gehalten oder geblieben. Ist eine Goldfeder drin und Schriftbild, oh, einfach nur geil. Der schreibt wie Glas. Also ich bin quasi mit dem Füller wie ein Schlittschuhläufer unterwegs. Platz, was mache ich denn? Pals schreibe ich. Platz 3. Und ihr seht schon, was ich meine. Da kommt richtig Saft raus. Da kann man richtig mit rumasen und Papier testen. Mein anderer Preppy hat letztens richtig rumgesponnen. Der 0,3. Hat der Quatsch gemacht. Ja, ich weiß nicht wieso. Der hat auf einmal so richtig viel Tinte ausgespuckt. Ich dachte, was ist denn nun? 965, 956, was habe ich gesagt? Das ist der 965. Ich glaube 965. Habe ich Blödsinn geschrieben? Soll ich googeln? 965. Egal. Und der hat eine Feder B. Kann man das hier sehen? Nee, kann man nicht sehen, aber stand drauf. Jedenfalls kam da richtig viel Tinte raus. Und den schreibe ich so, so gerne. Und ich ärgere mich dann immer, dass er so breit schreibt, weil ich den so gerne schreibe. Weil den kann ich dann wirklich für feinere Sachen, so mal für einen kleinen, schnellen Notizbucheintrag, kann ich den nicht verwenden. Und das ist dann nicht so schön. So, Was wäre dein? dann habe ich Platz Nummer 2. Und hier war ich echt am Überlegen. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das doch so richtig ist, wie ich es sortiert habe. Ein Pelikan M1000. Habt ihr bei uns auch noch nicht gesehen. Ja, der ist total schön. Schreibt sich super. Und die Entscheidung in der Reihenfolge ist auch echt schwer. Und hier in dem Fall habe ich jetzt priorisiert nach Haptik. In der Reinigung ist der
Pelikan weit, weit vorne, aber die Haptik ist leider beim Platz 1 anders. Und ich liebe meinen M1000, den gebe ich auch nie wieder her. Und der schreibt sich so schön. Auch sehr schön saftig. Wie man das so gewohnt ist von so einem M1000. Und das ist eine Feder in Stärke M. Echt, das sieht aus wie die da drüber von der Stärke her. Ja. Krass, ne? Ja. Und der ist echt so weich. Man traut sich da gar nicht mit aufzudrücken, weil er so schön schreibt. Ich liebe ihn. Haben wir den schon mal gezeigt? Haben wir auch noch nicht gezeigt. So wie die meisten Füller, hier auf unsere Top 10 Liste. So, Janne, wir brauchen einen Trommelwirbel. Platz Nummer 1. Hättest du den nicht einblenden können? Platz Nummer 1, den Trommelwirbel. Ja, Ich fand ihn so schön, wie du ihn gemacht hast. toll. Ein Visconti Homo sapiens. Und ich glaube, die meisten haben schon gewusst, weil als ich das Wort Haptik gesagt habe, dass es ein Homo sapiens sein wird. Weil es ist und bleibt diese Vulkan-Kunststoffgeschichte, das den Füller so einzigartig macht und so angenehm in der Hand. Und dazu, ich bin ja so ein Roségold-Bronze-Typ. Ich mag das total, wenn das so von der Farbe so schimmert. Und hier ist auch noch Bronze dran. Die ganzen Beschläge sind hier alle in Bronze. Dann dieser Hook-Safe, dass man einfach bloß diese kleinen Häkchen hier aufmachen braucht und dann ist der Füller schon startklar. Dann dazu auch noch die Goldfeder, die dabei ist. Die mag ich auch sehr gerne. Und dass er auch schön in der Hand liegt und eine schöne Größe hat und man nicht mit so einem kleinen zwirbeligen Ding schreiben muss. Den habe ich aus der Füllerbubble gekauft von einem Community-Mitglied. Namen weiß ich nicht, ob ich ihn nennen darf, deswegen verzichte ich drauf. Vielen Dank aber, dass ich den jetzt haben darf und auch damit schreiben darf. Das war auch so ein Warum ist das fein? Ich dachte, Holy Grail, den ich unbedingt haben wollte. war das nicht der Füller, wo ich von Writing Delight geschrieben habe, als wir uns getroffen haben? Ja, genau. Und war das der nicht das mit der Tinte, wo die gar nicht mehr getrocknet ist? Ja, der hatte eine andere Feder drin. Ach so. Der hatte die Palladium-Feder drin in Italic oder irgendwie so, Stub, irgendwie sowas. Also In der hat 1,0 dann. ja, der hat ja quasi das Tintenfass aufs Blatt gebracht. Ja. Also in einen Satz schreiben ist der Kolben hinten leer geschrieben. Nee, ich habe mir extra eine feine Feder hier gewünscht. Die habe ich auch bekommen. Also durch Zufall. Und feine Feder ist perfekt. Das C vergessen. Nochmal. Visconti Homo sapiens in F. Und das ist die große Version. Wie nennt sich die? Gibt eine kleine und eine große. Schau mal, große Version. Max. Pro. Premium Plus. Nein. Also, ne, das Material fühlt sich einfach wunderbar an. Geht es nach anderen Präferenzen wie Reinigung, ist der hier definitiv nicht auf Platz 1. Aber vom Schreiben und vom häufigeren Verwenden ist der einfach, der ist in meiner Federtasche drin und wird geschrieben. Ne, habt ihr bestimmt auch gesehen, der ist befüllt. Der Pelikan war nicht befüllt, den habe ich euch heimlich hier mal schnell voll gemacht. Mal kurz gedippt. Und das ist mein Platz Nummer 1. Ein Visconti Homo sapiens. Das war's dann ja auch schon, ne? Das war's schon. Und dann lege ich euch die hier nochmal so schön hin, meine Top 3. Und Jannes Top 3 lege ich Top dann. 3. Ach nee, du hast ja nur 2 gehabt, entschuldige. Du hast ja die beiden hier gehabt. Die lege ich hier hin. Kann man das noch sehen? Ja, kann man noch sehen. So, dann nehme ich den Zoom mal wieder raus. So,
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. drückt uns. Das ist nicht, nee, noch nicht. Das ist nicht das letzte Video vor Weihnachten. Eins kommt noch, ihr Das könnt hast du aber gespannt sein. gerade im Intro gesagt. Ja, weiß ich, aber wer es nicht geguckt hat, das Intro, weiß es jetzt, wer es zum Schluss gesehen hat. Wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, drückt uns. Wir drücken euch Wir drücken uns jetzt auch. und Bis zum nächsten Mal. tschüss. Tschüss.